Folge deiner Leidenschaft. Leidenschaft ist alles. Wenn du deiner Leidenschaft folgst, steht deinem Erfolg nichts mehr im Wege. Cheers. Wieso dieser Glaubenssatz irreführend ist und zu zusätzlichen Stress und finanziellen Schwierigkeiten führen kann und wie du selbst am besten vorgehst, um unabhängig von deiner eigenen Leidenschaft erfolgreich zu sein, erfährst du in meinem heutigen Video. Willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für deine wöchentliche Portion Inspiration. Im Folgenden kläre ich zunächst das Missverständnis, dass du in jedem Fall deiner Leidenschaft folgen solltest, auf. Anschließend erkläre ich dir, wie es mit dem Thema Leidenschaft und Beruf aussieht. Und im Schlussteil spreche ich mit dir darüber, wie du mit deinen eigenen Talenten und Stärken am besten Geld verdienen kannst. Das Missverständnis. Folge deiner Leidenschaft und mit nur ein bisschen Geduld und ein bisschen Glück wirst du auf jeden Fall erfolgreich sein. Komme was wolle. Das hört sich ja alles schön und gut an, aber wenn wir mal ehrlich sind, die Realität sieht anders aus. Denn ja, einerseits solltest du natürlich deiner Leidenschaft nachgehen, aber wenn es um Beruf und Geldverdienen geht, dann sehen deine Erfolgschancen ganz anders aus. Am besten schauen wir uns einfach die Maslow-Pyramide an, damit das Ganze besser zu verstehen ist. Die bekannte Pyramide von Maslow ist eine hierarchische Darstellung der menschlichen Bedürfnisse. Anhand dieser ist einfach zu erkennen, dass du dich zum Beispiel erstmal um deine Grundbedürfnisse und deine Sicherheitsbedürfnisse kümmern solltest, bevor du überhaupt erst an deine Selbstverwirklichung denkst. Denn du kannst dich nicht frei entfalten und deine Leidenschaft ausüben, wenn du dafür nicht die nötigen finanziellen Mittel besitzt. Außerdem solltest du nicht nur an dich selber denken, sondern eher darüber, wie du der Menschheit und der Natur am besten helfen kannst. Es gibt nämlich leider einfach Arbeit im Leben, die getan werden muss, auch wenn sie einem nicht großartig Spaß bereiten. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, hä, was labert der? Ich soll meiner Leidenschaft nicht folgen und mich dem kapitalistischen System ergeben? Was für ein Bullshit. Wow, wow, wow. Please calm down. Denn erst jetzt wird es nämlich richtig spannend. Leidenschaft als Beruf? Erst einmal, nicht jeder hat eine Leidenschaft. Und jene, die eine Leidenschaft haben, können mit dieser auch nicht immer einfach Geld machen. Und dieser Leidenschaft blind zu folgen, kann dich womöglich in die Irre führen und dich auf schwierige Zeiten vorbereiten. Es lässt sich sogar wissenschaftlich beweisen, dass deiner Leidenschaft zu folgen nicht immer glücklich macht. Sowas kann nämlich ganz schnell nach hinten gehen, da du zum Beispiel aufgrund der Abhängigkeit und dem Druck, mit der Leidenschaft Geld zu verdienen, einfach Spaß an der Sache verlierst. Außerdem suggeriert dies, dass dein Interesse an dieser Leidenschaft anhalten muss. Jedoch können sich deine Interessen und deine Werte mit der Zeit ändern. In einem solchen Fall hättest du keine sichere Alternative, auf die du zurückgreifen kannst und riskierst in ein tiefes, emotionales und finanzielles Loch zu fallen. Es braucht mehr als nur Leidenschaft. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du mehr als lediglich Leidenschaft. Mindestens genauso wichtig ist Durchhaltevermögen, Disziplin und eine Vision. Denn von Arbeit kannst du echt nicht so viel erwarten. Es gibt immer unschöne Aufgaben, auf die du keinen Bock hast. Und genau dafür brauchst du Selbstüberwindung. Und in vielen Fällen musst du halt kurzfristig leiden und Dinge tun, auf die du keinen Bock hast, bevor du auf den Weg kommst, der die wahre Leidenschaft in dir entfacht. Denn wahre Leidenschaft kommt durch harte Arbeit, Planung und Entwicklung. Wenn du immer nur das tust, was dir Spaß bereitet, wirst du nie erfüllt und erfolgreich sein. Denn mit Erfolg und Entwicklung ist unweigerlich ein Wachstumsschmerz verbunden. Die Überwindung, die du aufbringen musst, um deine alten Verhaltensmuster zu durchbrechen, dein altes Ich loszulassen, um endlich die Dinge zu tun, die dich wirklich voranbringen. Und wie du genau das am besten angehst, erfährst du im weiteren Verlauf des Videos. Steve Jobs, der Gründer von Apple, ist hierbei ein sehr gutes Beispiel. Er selber hat in seiner bekannten Rede aus dem Jahr 2005 darüber geredet, dass du immer deiner Leidenschaft folgen solltest und das tun solltest, was du liebst. Doch selbst er hat sich nicht von Beginn an für Technik interessiert. Denn Steve Jobs' wahre Leidenschaft war der Zen-Buddhismus, Tanzen und westliche Geschichte. Da er jedoch schnelles und einfaches Geld verdienen wollte, hat er sich schlussendlich dem Computerbusiness gewidmet. Erst mit der Zeit ist seine Leidenschaft in die Arbeit eingeflossen und nun hat er das Ziel, das Leben seiner Mitmenschen mit der Technik zu verbessern. Eine Kombination von Leidenschaft und Talent. Bevor er von uns ging, hat er einige Dinge nochmal richtig gestellt. Ja, wir reden immer davon, deiner Leidenschaft zu folgen, aber wir sind alle ein Teil vom Fluss der Geschichte. Du musst etwas in diesen Fluss zurückgeben, was anderen Leuten hilft. In 20, 30, 40 Jahren sollen die Leute sich nicht nur daran erinnern, dass du eine Leidenschaft hattest, sondern dass du versucht hast, das Leben deiner Mitmenschen zu verbessern. Schon ziemlich inspirierend, dieser Jobs.
Und genau deswegen komme ich jetzt auch dazu, wieso du deinem Talent und deinen Stärken folgen solltest. Folge deinem Talent. Deine Leidenschaft kann sich zwar mit der Zeit ändern, aber deine Talente und deine Stärken bleiben stetig. Und genau deswegen solltest du dir die Frage stellen, wo liegen meine Talente? Wo liegen meine Stärken? Und wo liegen meine Schwächen? Und die Antwort auf diese Fragen lenken dich bereits in die richtige Richtung. Als nächstes sollst du dir die Frage stellen, wie du am besten mit deinen Stärken Geld verdienen kannst. Und nein, es geht natürlich nicht um Geld. Geld steht nicht im Fokus, aber seien wir mal ehrlich, Probleme stehen genauso wenig im Fokus deines Lebens. Also sei bitte realistisch und akzeptiere die Gegebenheiten, in denen wir leben. Denn Probleme und Existenzangst ist auch keine Alternative, weder für dich noch für deine Mitmenschen. Bereite dich also gut vor, indem du etwas Marktforschung betreibst und finde deine eigene lukrative Nische. Finde also heraus, welche Nachfrage und welche Bedürfnisse es innerhalb der aktuellen Gesellschaft gibt. Und keine Sorge, du wirst auch neben der Arbeit noch genug Zeit für deine eigene Leidenschaft haben und das sogar frei von finanziellen Sorgen. Kultiviere deine Leidenschaft. Nun hast du dein Fundament aufgebaut, dich entwickelt und deinen Beitrag an die Gesellschaft geleistet. Jetzt kannst du neben der Arbeit und der daraus gewonnenen Erfahrungen noch besser deine Leidenschaft ausbauen und auch hoffentlich noch damit Geld verdienen oder dich gar unabhängig machen. Falls es mit dem Nebenverdienst jedoch nicht klappt und du dich immer noch nicht 100% von deiner Arbeit frei machen kannst, hast du immer noch das Einkommen deiner Arbeit, das dich finanziell sicher und flexibel hält. In diesem Fall müsstest du zumindest nicht mehr Vollzeit arbeiten und schaffst so für mehr Balance in deinem Leben. Auch ich habe es relativ ähnlich gemacht. Bereits mit 18 habe ich mein Studium begonnen und dieses mit 21 abgeschlossen, wodurch ich mich frühestmöglich für den Wirtschaftsmarkt vorbereitet habe. Das heißt, einen guten Job zu bekommen. So habe ich mir möglichst früh die Möglichkeit gegeben, finanziell unabhängig zu sein und das über die Arbeit verdiente Geld in mich selbst zu investieren. Meine Leidenschaften habe ich dabei natürlich nie aufgegeben und genug Zeit habe ich für diese natürlich auch. Als ich 40 Stunden die Woche gearbeitet hatte, ging es zwar nicht ganz so einfach, allerdings bin ich bereits nach einem Jahr auf 32 Stunden runtergegangen, damit ich mich nebenbei noch besser auf meine Leidenschaft konzentrieren kann. Mit der großen Hoffnung, eines Tages natürlich mein eigenes Geld damit zu verdienen und mich im besten Fall vollständig unabhängig machen zu können. Was sagst du zu dem Thema? Hat das alles für dich Sinn gemacht oder bist du doch eher von einer anderen Meinung überzeugt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und falls dir das Video gefallen hat, kannst du natürlich auch ein Like da lassen. Und für noch mehr Inspiration und kontroverse Themen empfehle ich dir eines meiner anderen beiden Videos hier. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer eine super schöne Woche. Stay happy, stay conscious and enjoy your life. See you next week!